In diesem Video geht es um belastende Erfahrungen, die viele von uns mit Ärzten gemacht haben. Bleib aber trotzdem dran, auch wenn solche Sprüche dich vielleicht wütend oder traurig machen, denn ich zeige dir noch 3 Strategien, wie du dich gegen solche Aussagen wehren kannst. Lass mich dir gleich mal ein Beispiel geben. In einem Kommentar hier auf dem Kanal, da schrieb Christine, mein Arzt sagte, er wäre viel kränker als ich. Also, ich bin sprachlos. Darauf kann man gar nicht reagieren. Was soll man da sagen, wenn ein Arzt sowas sagt? Also ich bin echt platt. Warum sagen manche Ärzte solche Dinge? Ich denke, dass Fibromyalgie immer noch nicht ausreichend in der medizinischen Ausbildung behandelt wird. Und ich bin auch überzeugt, dass viele Ärzte an veralteten Meinungen festhängen und einfach nicht auf dem neuesten Stand sind. Oder auch einfach mit dieser schwierigen Erkrankung überfordert sind. Das kann natürlich auch sein. Dabei gibt es klare wissenschaftliche Beweise für die Existenz von Fibromyalgie. Zum Beispiel hat eine europäische Studie aus 2021 gezeigt, dass es bei Fibromyalgie autoimmune Prozesse gibt. Es ist ein ganz klarer Nachweis dafür, dass bei Fibromyalgie-Patienten etwas anders ist. Und falls du das genauer wissen möchtest, findest du den Link zur Publikation auch in der Videobeschreibung. Dann bereits davor hat ein Student der Universität Jena einen Nachweis für die Fibromyalgie als Autoimmunerkrankung gefunden und trotzdem fehlt dieses Wissen meist in der Praxis. Aber diese Studien zeigen, Fibromyalgie ist real. Ja, bevor wir nun gleich zu den 3 Strategien kommen, lass uns erstmal schauen, welche Erfahrungen andere Betroffene gemacht haben. Vielleicht erkennst du dich ja daran auch wieder. Und wenn du was Ähnliches erlebt hast, dann schreib doch mal davon in die Kommentare. Los geht's. Zu Lexa hat mal ein Arzt gesagt, bringen Sie Ihre Psyche in Ordnung, dann gehen die Schmerzen von alleine weg. Da kann man nur mal wieder mit dem Kopf schütteln. Das ist ein richtig schönes Exemplar für die Vorurteile und das Unverständnis vieler Ärzte gegenüber Fibromyalgie. Findet ihr nicht? Manche Sprüche sind wirklich absurd. Zum Beispiel schrieb Ute, ich erlebte eine Sportärztin in Kiel, die mir sagte, es gibt keine Fibro. Das ist wirklich unprofessionell. Oder was denkt ihr? Ich gehe später ja noch darauf ein, wie man mit solchen Aussagen umgehen kann. Aber erst mache ich hier nochmal weiter. Der Ingo zum Beispiel, der war in einer Schmerzpraxis und der Arzt dort meinte zu ihm, er soll nicht so theatralisch sein und bei ihm ruhig auf dem Stuhl sitzen. Solch ein Spruch oder auch dieser hier, den jemand anders geschrieben hat, nämlich, mir wurde das auch schon oft von Ärzten gesagt, man würde sich das nur einreden. Und die sind wirklich abwertend und herablassend, finde ich. Solche Aussagen sind verletzend, weil sie unser Leid, das wir jeden Tag ertragen müssen, einfach so abtun, als wären sie nicht da. Und dann gibt es noch Sprüche, die sind vielleicht gut gemeint, aber sie sind überhaupt nicht hilfreich und auch verletzend. Zum Beispiel wurde Silvia gesagt, sie solle sich mehr bewegen und Gewicht abnehmen, dann würden die Schmerzen auch wieder verschwinden. Das ist natürlich totaler Quatsch, wie wir wissen, dass das nicht stimmt. Oder der nächste Spruch von einer anderen Silvia, die schreibt, mir wurde gesagt, ich soll mehr trinken und das sind die Wechseljahre. Ja, wie leicht sich manche Ärzte das machen, oder? Also, wenn das so einfach wäre, dann hätten wir sicherlich alle keine Probleme. Tja, in den Kommentaren und auch auf meinem Kanal gibt es noch zahlreiche weitere solche Beispiele. Alles wahre Begebenheiten, die viele von uns erlebt haben. Und wenn du auch sowas kennst und dir den Frust mal von der Seele schreiben möchtest, dann nutz einfach die Kommentare dafür. Nun aber, was kann man tun, wenn dir solche Sprüche begegnen? Man ist ja erstmal sprachlos, wenn man sowas hört, denn man rechnet ja auch nicht damit. Und wenn man vielleicht auch mit kognitiven Einschränkungen zu tun hat, dann kann es auch passieren, dass einem nach solch einem Spruch ganz schön der Kopf qualmt und man gar nicht mehr in der Lage ist, klar zu denken, weil einen das so mitnimmt. Und deshalb ist es gut, wenn man ein bisschen vorbereitet ist. Und so habe ich hier 3 Strategien, die dir helfen können, mit solchen Aussagen umzugehen und vielleicht auch was zu verändern. Die erste Möglichkeit ist, Ärzte online zu bewerten. Bewertungen helfen anderen Patienten, gute Ärzte zu finden und sie setzen auch ein Signal. Und du hast auch dann was unternommen, du hast was getan. Es ist natürlich gut, wenn man dabei sachlich bleibt. Zum Beispiel könnte man schreiben, dieser Arzt hat meine Beschwerden nicht ernst genommen und mir nicht weitergeholfen, ich würde ihn anderen nicht empfehlen oder so. Eine weitere Möglichkeit natürlich ist, sich vorher schon eine Antwort zurechtzulegen. Jetzt da, wo du genau weißt, dass sowas passieren kann. Wenn mir ein Arzt sagen würde, dass es Fibromyalgie nicht gibt oder dass alles psychisch ist, dann würde ich ihm sagen, dass es einige Studien aus den letzten Jahren gibt, die eindeutig Fibromyalgie nachweisen und dass ich da im Besonderen an die europäische Studie im Tiermodell aus 2021 denke. Und ich würde ihm oder ihr auch sagen, dass diese Aussage nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entspricht und
ihm oder ihr anbieten, die Publikation zu dieser Studie rauszusuchen und dem Arzt dann eben zukommen zu lassen. Noch besser natürlich, wenn man das schon gleich dabei hat. Sollte der Arzt oder die Ärztin dann immer noch überhaupt nicht einsichtig sein, dann gäbe es für mich keine Grundlage mehr für ein vertrauensvolles Verhältnis. Ich würde mich dann verabschieden und freundlich erklären, dass seine Praxis für mich dann eben nicht mehr in Frage kommt. Was will man sonst machen? Ich weiß, dass es auch total schwer sein kann, sowas direkt anzusprechen. Das ist nicht jedermanns Sache. Das kommt sicherlich nicht für jeden in Frage. Aber vielleicht habe ich dir hier auch eine Art Vorlage gegeben oder einen Anreiz, eine Idee vielleicht, die du nun für dich und deine spezielle Situation anpassen kannst. Was ich dir auch empfehle, ist, deine Symptome genau zu dokumentieren. So kannst du deine Beschwerden klarer darstellen, was dem Arzt dann auch helfen kann. Und ich empfehle dir da den Leitfaden der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin e.V., der richtet sich an Patienten und an Ärzte gleichermaßen. Und das ist unter anderem ein Fragebogen, bei dem man auch Schmerzstellen einzeichnen kann. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Den Link findest du auch in der Videobeschreibung. Ja, und nur eine dritte Idee, meine dritte Strategie ist, wenn du keinen Arzt findest, der dich ernst nimmt, dann einfach mal mit der Krankenkasse zu sprechen. Ich meine, die bezahlen ja die Ärzte, oder? Und ob es funktioniert, weiß ich nicht. Es ist einfach eine Idee, die mir gekommen ist. Man könnte seine Situation beschreiben, du könntest beschreiben, welche Symptome du hast, welche Erfahrungen du mit den Ärzten gemacht hast. Und dann könnte man fragen, ob sie einen Arzt empfehlen können, der sich auch auf Fibromyalgie spezialisiert hat und der die Erkrankung ernst nimmt. Oder einfach auch fragen, was du denn jetzt machen sollst, dass du einfach nicht weiterkommst. Und falls das nicht reicht, das kann ja sein, dass du bei der Krankenkasse, dass die da nicht entgegenkommen sind, dann empfehle ich dir den Klinikkompass. Der listet Kliniken auf, die zum Beispiel auf Fibromyalgie spezialisiert sind. Ich kann natürlich nicht sagen, wie gut oder schlecht die Kliniken dort sind. Wenn ihr da Erfahrungen habt, dann gebt da gerne auch mal Rückmeldung. Und dann gibt es auch noch die unabhängige Patientenberatung Deutschland. Das ist eine Patientenvertretung, das ist vielleicht auch noch mal ein Tipp. Die kann man kontaktieren und sich zu seinen Rechten beraten lassen. Ich verlinke das alles in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt gibt es noch eine tolle Idee aus den Kommentaren. Da hat jemand vorgeschlagen, eine Liste mit Ärzten und Kliniken zu erstellen, die sich wirklich mit Fibromyalgie auskennen und uns ernst nehmen. Und tatsächlich habe ich auch schon so eine kleine Liste aus Empfehlungen meiner Facebook-Gruppe. Aber diese Liste, die müsste gepflegt werden und dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ich schaffe das nicht zusätzlich. Falls sich aber jemand unter euch findet, der Lust hätte, diese Liste zu verwalten, das ist ja jetzt auch nicht extrem viel Arbeit, aber es ist für mich einfach zusätzlich zu viel. Falls sich jemand findet, dann stelle ich diese Liste gern als kostenlosen Download auf meiner Webseite zur Verfügung. Und so könnten wir dann gemeinsam zusammen anderen helfen, die verzweifelt nach Unterstützung suchen. Ja, wie sieht das aus? Was denkt ihr? Gibt es jemanden unter euch, der das übernehmen würde, diese Liste zu pflegen? Falls ja, schreibt mich an, schaut einfach in der Videobeschreibung nach meiner Mailadresse. Und falls ihr einen Arzt oder eine Klinik empfehlen möchtet, dann schickt mir bitte eine E-Mail mit dem Namen des Arztes, mit der Praxis oder Klinik und Abteilung sowie die Internetadresse, das wäre auch wichtig, und vielleicht auch einen kurzen Hinweis, warum ihr da zufrieden wart. Also diese Angaben brauche ich schon, wenn wir eine vernünftige, ordentliche Liste führen wollen. Ja, lass mich dir sagen, Fibromyalgie existiert wirklich. Du bildest dir das nicht ein. Das Ding ist, wir brauchen einfach Ärzte, die uns ernst nehmen und die uns auf unserem Weg begleiten. Vielleicht hast du ja auch noch eine weitere Idee dazu oder auch ein besonderes Erlebnis mit einem Arzt gehabt, das du teilen möchtest, dann schreib das unbedingt in die Kommentare. Ja, es gibt ja auch noch so einige weitere Irrtümer zur Fibromyalgie, zum Beispiel, dass Fibromyalgie im Alter besser wird. Auf dies und auf 6 weitere Punkte gehe ich in meinem Video Fibromyalgie, die 7 größten Irrtümer, die du kennen solltest, ein. Schau da gerne mal rein, wenn dich das interessiert. Ja, und ansonsten fände ich es toll, falls noch nicht passiert, wenn du meinen Kanal abonnierst und wir auf diese Weise dann eben auch in Kontakt bleiben. Aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich wieder ein Video veröffentliche. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.